Neue Lautsprecher für den Fabia 5J. Warum? Weil es besser klingt, und zwar um einiges. Nicht so muffelig wie die Originallautsprecher in dem Fahrzeug. Und wir haben ja schon in genau diesem Fahrzeug ein Video gemacht, wo wir euch einen Subwoofer nachgerüstet haben. Da könnt ihr mal reingucken, wenn euch das interessiert. Heute geht es um den Einbau neuer Lautsprecher. Wir werden euch zeigen, wie man die Türverkleidung wegbaut, Lautsprecher umtauscht und natürlich auch, wie man das Fahrzeug dämmt in den Türen. Bleibt dabei, es wird interessant. Was beinhaltet jetzt unser ganzes Fabia 5J Lautsprecherset samt Dämmung? Fangen wir mal an. Wir haben unsere 16 cm Komponenten Lautsprecher hier, also einen 25 mm Gewebehochtöner, der passgenau in das Fahrzeug reinpasst und natürlich mit entsprechender Frequenzweiche schon integriert im Kabel mit einem Steckadapter, um das Ganze nur per Plug-and-Play anstecken zu brauchen. Das gleiche gilt für den Tieftöner. Der Tieftöner ist auch ein klein bisschen größer als der Originallautsprecher. Das heißt, hier ist ein bisschen mehr Bass zu erwarten, weil die Membranfläche größer ist. Und das ganze Chassis ist natürlich auch passgenau für die Nieten, die wir jetzt gleich zusammen rausbohren, samt dem Stecker, der nachher nur noch einzustecken ist, so zu montieren. Und dann ist das Lautsprechersystem an sich schon montiert. Und wer auch sagt, hey, ich will das Ganze gar nicht. Ihr kriegt dieses Lautsprechersystem für den Fabia 5J natürlich auch einzeln. Wer sagt, ich will gar nichts dämmen, ich habe das ganze Werkzeug, der kann das so machen. Hier in diesem ganzen Set haben wir alles drin, damit ihr das problemlos einbauen könnt und alles Werkzeug habt, samt der passenden Dämmung. Machen wir bei der Dämmung weiter. Wir haben 3 Dämmmatten Alubutyl, das heißt, hier bringen wir die Blechteile, machen wir die ruhig, dass die weniger schwingen und viel mehr Wirkungsgrad auf den Lautsprecher geht, weil nichts gegenschwingt oder viel weniger. Und wir haben eine Dämmschaummatte, um die Akustik vom Innenraum der Türe nochmal abzudämmen. Das sind alles Klebeteile, also einfach zu installieren. Das Einzige, was ihr noch braucht, ist vielleicht ein Teppichmesser. Und um die Lautsprecher rauszumachen, braucht ihr noch eine Bohrmaschine, eine kleine, die einen 6er bis 10er Bohrer drin habt. Ihr seht das gleich, wie ich das mache. Und ansonsten ist jetzt dabei die neue Niet-Variante, also hier die neuen Nieten, weil wir die alten rausmachen müssen und die sind danach natürlich nicht mehr zu gebrauchen. Die passende Niet-Zange dazu, damit ihr die vernieten könnt. Und wir brauchen ein Stückchen Heißkleber, um die Hochtöner endgültig zu fixieren, auch wenn sie passgenau drin sind, aber das geht nicht anders beim VW oder beim Fabia, beim Skoda, beim Seat, das ist alles ziemlich ähnlich. Da braucht man oft einen Heißkleber, den wir euch in diesem Set ebenfalls mit reinlegen, samt 2 Heißklebesticks. Und damit ihr die Türverkleidung entfernen könnt, haben wir zum einen ein Torx-Kit, jetzt sogar neu mit 6 verschiedenen Torx vom, was haben wir denn eigentlich alles, vom 9er geht es, glaube ich, los. Moment, muss ich selber mal nachschauen. Vom T9, T10, 15, 20, 25 und 30. Damit ist der Torx-Kit soweit eigentlich komplett. Könnt ihr alle Türverkleidungen wegmachen, die ich bis jetzt kenne. Und passen dazu ein Remover-Tool-Kit, damit ihr die Türverkleidungen und Kunststoffteile von der Türe oder von wo auch immer weghebeln könnt, ohne Kratzer zu machen. All das ist in diesem Set komplett mit dabei. Das hier vorgestellte Lautsprechersystem heißt bei uns V165. Dieses Lautsprechersystem passt in viele VW-Fahrzeuge und Skoda-Fahrzeuge rein. Ihr könnt ja selber auch mal gucken, V165 bei uns im Webshop, da haben wir natürlich dabei stehen, für welche Fahrzeuge das überall passt. Zum Beispiel auch Golf 7 oder VW T6.1. Jetzt kümmern wir uns um den Fabia 5J und es gibt natürlich noch einige andere Fahrzeuge. Wenn euch dieses Set gut gefällt,
ihr aber keinen Fabia 5J fahrt, sondern ein anderes Fahrzeug, dann schreibt es doch unten in die Kommentare rein, damit wir sehen, wo euer Interesse liegt und wir können uns daran inspirieren, vielleicht auch ein Set für dein Fahrzeug zusammenzustellen. Und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr natürlich auch erstmal einen Daumen hoch lassen. Dann können wir jetzt direkt ans Auto gehen, weil da zeige ich euch jetzt, wie man die Türverkleidung entfernt, wie man die Lautsprecher, die alten Lautsprecher rausbaut, um die neuen zu installieren und wie man natürlich die komplette Dämmung vornehmen, damit genau unsere Dämmmatten auch für beide Türen langen. Und damit gehen wir jetzt ans Auto. Fangen wir an mit Entriegelungswerkzeug. Da haben wir ja verschiedenes im Set. Das ist so mein Lieblingsstückchen. Mit dem können wir jetzt hier in die Seite mit reinfahren und von hinten die Kunststoffteile aushebeln und so langsam nach oben rausklippen. Darunter verstecken sich jetzt zwei 30er Torx und ganz unten drunter sind auch nochmal zwei Torx und das sind 15er. Schrauben haben wir damit jetzt schon alle entfernt. Wieder Entriegelungswerkzeug hier an der Seite reinfahren und langsam aber sicher überall die Clips raus. Und wenn wir mal das Ganze so weit entfernt haben, dass wir mit den Händen unten reinfahren können, dann kann man auch das Ganze hier so nehmen und nach oben rausziehen. Auf der Rückseite der Türverkleidung befindet sich der Entriegelungshebel und den können wir so rausnehmen, hier weg, also nach oben hier entriegeln und nach hinten rausziehen. Und jetzt können wir den Bolzen hier auch rausnehmen und können das weiter wegnehmen. Jetzt haben wir nur noch ein paar verschiedene Steckerchen, die wir wegnehmen müssen und ausstecken müssen. Und da unten ist noch einer, die haben überall so einen Clip, den man halt zusammendrücken muss. Und damit haben wir jetzt unsere Türverkleidung schon mal weg. Es kommt auch immer wieder mal vor, dass ein Clip an der Türe bleibt, den wir dann rausmachen müssen. Und dafür gibt es ebenfalls Remover-Tools, wo so einen Haken drin haben. Und da könnt ihr dann hier reinfahren und das hier auch wieder entklippen und natürlich an die Türverkleidung wieder dran machen. Jetzt bohren wir die Nieten raus. So, und jetzt können wir den Lautsprecher auch hier wegnehmen und hier entriegeln. Das war's. Das ist Original Lautsprecher. Und natürlich auch immer den Arbeitsplatz gleich sauber machen. Dann tragen wir nicht das ganze Zeug in der Gegend rum. Bevor wir die neuen Lautsprecher installieren, nutzen wir die Gelegenheit, das Außenblech gleich jetzt zu dämmen, weil da kommen wir jetzt noch halbwegs gut dran, hier die Matten reinzumachen. Und auch das Innenblech, das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen putzen, damit erstens mal die Hohlraumversiegelung, der Wachs da drin weg ist, damit unsere Platten richtig halten. Und hier ist ein bisschen Dreck natürlich auch drauf, das machen wir jetzt erstmal alles weg. Mit entfettendem Mittel. Also ich habe jetzt hier einen Bremsenreiniger, ihr könnt auch Waschbenzin nehmen. Das ist eigentlich gänzlich egal, Hauptsache es ist alles fettfrei und trocken. Im Lautsprecher-Komplettset haben wir ja 3 Dämmmatten drin. Das heißt 1,5 pro Türe und eine Hälfte davon machen wir mal auf die Seite. Die tun wir nachher auf die Türverkleidung mit drauf machen und eine komplette Matte verarbeiten wir hier an der Türverkleidung. Und damit fangen wir jetzt mal an, hier das Außenblech zu dämmen und da können wir natürlich auch kleinere Stückchen schneiden, um vereinzelt die Matten hinzukleben, weil das Loch ist halt relativ klein und damit kann man sich natürlich gut behelfen. Die Matten wirklich richtig gut anpressen ans Blech, damit das überall richtig gut verklebt ist. In der selbstklebenden Matten, aber ein bisschen andrücken müsst ihr es natürlich schon. Ans Außenblech habe ich jetzt 3 Streifen mit ca. 25 x 10 cm aufgeklebt. Das reicht auch erstmal fürs Außenblech und wir können jetzt schon mal die neuen Lautsprecher installieren. Die können wir direkt dranheben. Ihr braucht hier nichts mehr drunter machen. Hier ist bereits eine Gummischicht, die das Ganze
abdichtet und entdröhnt. Und so können wir die Nieten einsetzen und schon mal hier so befestigen. Die Niete wird hier oben in der Nietzange eingesetzt. Aber wenn das Loch nicht die richtige Größe für die Niete hat, gibt es ja die Möglichkeit, mit diesem Schlüssel die entsprechende passende Alternative rauszusuchen und zu sagen, okay, der passt hier. Und jetzt machen wir halt einfach das richtige Stück hier oben drauf. Leute, kurze Korrektur. Die Zange muss so gewählt werden vom Lochdurchmesser, dass ein bisschen Spiel dran ist. Und das ist tatsächlich die größte, wo hier mit dabei ist, mit dem größten Loch. Dann flutscht die Niete richtig rum und hin und her. Mit dem zu knapp bemessenen ist es doch ein bisschen hakelig, habe ich gemerkt, aber viel besser läuft es mit dem großen Loch. Und da es Plug and Play ist, lässt sich der Stecker vom Original hier einfach drauf adaptieren und reinstecken. Den Rest von der ersten Dämmmatte, den bringen wir jetzt komplett hier auf der Türverkleidung auf dem Blech. Und wir fangen immer da an, wo der Schall oder die Bewegung entsteht. Das ist beim Lautsprecher. Das heißt, wir schneiden uns jetzt 2 Streifen runter, damit wir erstmal das Gewicht unmittelbar am Lautsprecher erhöhen können. Und dann machen wir so weit wie möglich um den Lautsprecher drumherum den Rest an Dämmmaterial drauf. Ich habe jetzt also das großflächig mit angebracht, habe tatsächlich hier beim Lautsprecher auch die ein oder andere Lage doppelt genommen. Und ihr achtet bitte drauf, dass ihr die Matte wirklich überall in jede Senkung und so weiter richtig reindrückt, damit da keine Luftblasen dahinter sind. Und ihr achtet natürlich auch darauf, dass so Schraubenköpfe möglichst frei bleiben, schon gleich überhaupt so Schraubenlöcher, wo wir nachher wieder Schrauben reindrehen müssen, die sollten natürlich auch frei bleiben. Ja, das sind so zumindest mal die 4, die wir vorher rausgemacht haben. Bitte alles freilassen. Ansonsten wären wir jetzt hier mit der Türe an sich fertig. Und jetzt machen wir die Türverkleidung von hinten auch noch gedämmt. Wir haben jetzt eine Hälfte von einer Dämmmatte noch und jetzt nehmen wir auch von unserem Dämmschaum. Und das zeige ich euch mal gerade, was der eigentlich wirklich macht. Und ihr merkt so richtig, wie der das wegdämmt, den Schall. Davon nehmen wir jetzt auch die Hälfte und die andere Hälfte natürlich für die andere Türverkleidung. Und das bringen wir jetzt noch auf unserer Türverkleidung von hinten an. Und dazu können wir natürlich auch wieder großflächig oder große Flächen dieser Türverkleidung nehmen und die überkleben. Und dazu können wir diese Matte auch erstmal direkt so anbringen und schneiden uns das raus, was wir nicht brauchen. Das machen wir jetzt einfach mal. So, dann bringen wir da einfach mal alles an. Mit dem Remover-Tool könnt ihr jetzt auch so Konturen hier problemlos nachfahren, ohne dass ihr viel Kraft in die Finger selber aufbringen müsst. Und das Material, das verarbeiten wir komplett. So, da seht ihr jetzt schon das, was ich noch ausschneiden muss. Das ist nämlich unsere Lautsprecheröffnung. Ist ja logisch und die müssen wir auscutten. So, können wir den Rest erstmal jetzt alles richtig ankleben. Auch diese Reste können wir jetzt noch mit anbringen. Können wir da drüber kleben, wo es am besten noch hinpasst. Aber das erschwert das Material und verhindert Vibrationen und Dröhngeräusche. So. Und jetzt können wir das Gleiche mit dem Dämmschaum machen. Das einfach jetzt auch mal wieder komplett drüber.
Und den schneiden wir ebenfalls hier an der Kante aus. Weil da arbeitet ja unser Schall durch, den wir jetzt mit unseren neuen Lautsprechern produzieren. Deswegen hier alles aufmachen. Und damit sind wir erstmal durch mit der Türverkleidung, mit dem Dämmen. Wir bauen jetzt die Türverkleidung dran und dann kümmern wir uns um die Hochtöner. Alle Stecker wieder anstecken. Da unten war was drin. Genau hier. Die LED-Leuchte. Und jetzt noch der Entriegler, das sieht man auch gleich, wenn man das so anschaut, hier einhängen in die Buchse und den Bautenzug in das Röhrchen oder mit dem Röhrchen jetzt hier passend reinschieben und dann verriegelt sich auch dieser Riegel gleich. Und jetzt können wir die ganze Türverkleidung wieder von oben reinheben und Clip für Clip wieder festmachen. Hier waren es 3. Ne? Genau, jetzt haben wir sie. Und jetzt können wir alle Schrauben wieder festmachen. Unten 2, oben 2 und den Deckel drauf machen. Und dann sind wir durch mit der Türe. Die A-Säulenverkleidung müssen wir wegmachen, weil der Hochtöner sich genau hier befindet. Ist aber halb so wild. Wir können jetzt hier den Gummi ein bisschen zur Seite machen, da kommen wir da unter die Verkleidung rein. Jetzt nehmt ihr hier ein bisschen ein kräftigeres Werkzeug und fahrt bis zu dem Punkt, wo ihr merkt, da ist der Clip. Habt ihr das gemerkt? Zack, das war der Clip, der erste. Und da mittendrin kommt der zweite. Ganz unten ist nochmal einer. Und der zweite, den müsst ihr tatsächlich hier, ich zeige euch das mal genauer. Wir haben oben und ganz unten an der A-Säule einen ganz normalen Clip. Und hier in der Mitte haben wir einen mit einem Widerhaken drin. Den kann ich nicht einfach so rausziehen, der verriegelt so. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir nehmen den Splint und ziehen den nach unten weg und jetzt können wir die A-Säulenverkleidung rausnehmen. Und jetzt sieht man auch an der Seite, da müssen wir den Splint hier rausnehmen. Seht ihr das? Also das ist der Widerhaken. Also entweder hier lösen aus der A-Säule oder das Ganze nach oben ziehen versuchen und dann rauszuziehen. Jetzt können wir den Hochtöner-Stecker ablösen. Der ist hier ebenfalls nur geklippt. Und jetzt haben wir die A-Säule in der Hand. Die A-Säulenverkleidungen können unseren mittleren Clip auch wieder dran machen, weil zurück ist es kein Problem, einfach wieder rein zum Stecken, weil es ist ja nur ein Widerhaken. Als erstes müssen wir jetzt den Hochtöner hier aus dieser Verankerung entfernen und dazu langt ein ganz normaler Schraubenzieher und wir können hier an der Seite ein bisschen Druck ausüben und können den aus der Fassung hier raus klippen. Nicht richtig klippen, weil das ist tatsächlich eigentlich kalt verschweißt, das heißt, da ist so eine Art Hitzestempel draufkommen, der das so verschweißt. Es hebt nur so semi gut. Und wir können jetzt diese Pins entweder ein bisschen abnehmen, dass unsere Nippel hier gleich drauf gehen. Oder ihr könnt sie rein theoretisch auch ganz wegmachen, weil ich zeige euch gleich was, wie man es machen kann. Durch das, dass der Hochtöner aus dem V165 Lautsprechersystem, das wir jetzt hier komplett einbauen, das ja für andere Fahrzeuge auch noch gültig ist, haben wir hier einen großen Ring, der hier eigentlich viel zu groß ist. Deswegen können wir den abnehmen. Das heißt, hier hinten sind so kleine Häkchen, da nehmen wir das und nehmen den ganzen Ring nach vorne ab. Und dann ist der genau auf der Größe, wie wir das brauchen, mit den 3 richtigen Löchlein. Und die können wir jetzt hier drüber stülpen. Und jetzt würde das erstmal wieder so halten, aber es ist nicht wirklich optimal. Deswegen machen wir das Ganze mit unserem Heißkleber, den wir in Lieferumfang mit reinbringen, nochmal komplett fest. Das heißt, wir nehmen hier mit dem spezialschwarzen Kleber diesen Kunststoff auf den Kunststoff. Und den verkleben wir hier an den Punkten, machen ein paar schöne Batzerle drauf und dann sind wir damit auch fertig. So. Am Hochtöner im Kabel drin ist ja bereits die Frequenzweiche für den Hochtöner mit integriert. Und mit dem passenden Gegenstecker jetzt auf unseren Skoda Fabia 5J mit drauf. Dieses gelbe Kabel, das ist eine
3 dB Dämpfung für den Hochtöner. Wer also sagt, ich bin eh so ein bisschen hochtonempfindlich, ich hätte den Hochtöner gerne lieber einen kleinen Tick leiser, der trennt dieses Kabel durch. So wie ich es jetzt mache. Und zwar einfach so. Und diese 2 Enden, die tun wir jetzt einfach mit Isolierband schön in das Kabel oder an das Kabel mit reinwickeln. Und damit wäre das fertig und wir können das ganze gute Stück jetzt wieder ins Auto montieren. Hochtöner anstecken und das ganze Kabel samt Frequenzweiche hier hinten in die Öffnung mit rein. Und jetzt von oben wieder die A-Säulenverkleidung ansetzen, schauen, passt das alles mit unseren Clips überein. Den mittleren, den längeren können wir gleich mal reinmachen. Der ist jetzt quasi jetzt schon wieder in der Verankerung drin. Und jetzt können wir das Ganze ausrichten und oben und unten auch noch einklicken. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Drin, Gummi schön machen. Passt schon. Fertig. So Leute, ich habe jetzt gerade schon mal für mich einen Soundcheck gemacht, aber bevor wir den jetzt zusammen machen und ich euch erzähle, was eigentlich wirklich Sache ist, ist mir jetzt aufgefallen, dass im hinteren Bereich von den Türen tatsächlich noch leichte Klappergeräusche drin sind. Und ich glaube, es hätte gut getan, wenn wir so einen Dämmschaum, nicht nur die Hälfte, sondern die ganze Türe gemacht hätten. Und das machen wir jetzt auch noch. Und wir werden auch dieses Kit, also das Komplettset, mit dieser einen zweiten Matte, 2 Schaummatten ergänzen. So, die zweite Hälfte. Ja, damit ihr 2 komplette Matten braucht, legen wir die euch natürlich mit rein. Und wir nutzen die Gelegenheit, hier was mit drauf zu machen, weil all das hier ist sehr nah an der Türverkleidung selber dran. Auch dieser kleine Nippel, das ist zwar so ein Gummi drauf, aber selbst der kann klappern. Und deswegen machen wir jetzt hier eine zweite Schicht drauf. Die können wir ja gleich mal ein bisschen vorarbeiten. Tun wir das ausschneiden. So. Und gehen bis da runter und dann darüber. So. Das heißt, wir schneiden das hier im Groben mal weg. So. Nicht die Clips überkleben. Und jetzt gehen wir hier überall rum und machen nochmal eine Lage dran. So, weil wenn hier ein bisschen Spannung zwischen Blech und Kunststoff ist, dann ist es grundsätzlich gut. Das Material, das lässt sich sehr stark zusammenpressen, aber sobald ein bisschen Luft dazwischen ist, klappert hier nichts mehr. Und jetzt nehmen wir noch den Rest hier, einen ganz kleinen, da langt ja sogar so ein Fetzen hier, schaut mal. Und den machen wir um diesen Gummipfropfen nochmal drumrum. Das ist praktisch bloß so eine Art Abstandshalter und da klappert auch nichts mehr. So, und weil wir jetzt eh noch ein bisschen Material übrig haben, können wir auch gerade das noch hier mit anfügen. Also das war's. Wisst ihr, es ist einfach schön, in einem Fahrzeug zu sitzen, wo jetzt nichts mehr klappert, weil dann kann man sich auf die Musik konzentrieren. Ihr kennt es, irgendwo zischelt, brutzelt, brutzelt, brutzelt. Eigentlich klingt scheiße und ihr denkt, ihr habt einen geilen Sound. Das Zeug muss weg und das haben wir jetzt auch weg. Und jetzt können wir mal schauen, was so rauskommt. Ich habe übrigens den Subwoofer, den wir ja in dem anderen Video bereits in dem Fahrzeug installiert haben im Kofferraum, abgeklemmt. Der ist nicht dran. Nur, dass ihr wisst, wir werden hier nichts verfälschen. Und jetzt hören wir mal ganz kurz rein. Also Leute, das kann ich jetzt schon mal gleich sagen, der Bass aus dem Frontsystem, der ist
Es ist jetzt keine Disco, ja, wo dich wegbeamt, aber Fakt ist, der Bass kommt jetzt aus einem Guss. Das macht einen schönen Bums hier vorne auf dem Armaturenbrett hier in meiner Fahrgastzelle. Und ich rede nicht von dem Subwoofer, den können wir nachher spaßeshalber noch mehr mit dazu anklemmen. Der Mittelhochtonbereich, alles ist viel lebendiger. Das vorherige Soundsystem, die Originallautsprecher, die schauen zwar irgendwie von der Größe her ähnlich aus und so weiter. Das ist jetzt erstmal das, wo man sagt, cool, ich höre jetzt mal richtig Musik. Ich höre Stimmen, die finden hier auf meinem Armaturenbrett Platz. Die Instrumente klingen klar und kristallig und schön. Und wer eben noch mehr Hochtonbereich braucht, der weiß ja jetzt, wo er das Kabel nicht durchzwicken muss. Dann ist der Hochton einfach noch ein klein wenig dominanter. Und wir haben hier jetzt... Das war vorher muffelig. Also das trifft es wahrscheinlich ganz genau und jeder, der so ein Fahrzeug fährt und die Originallautsprecher drin hat, der weiß, es klingt wie wenn so ein Molltontuch irgendwo da vorne drauf liegt. Das Ganze hat jetzt erst richtig Klasse. Also da ist doch jetzt die Ergänzung zum Subwoofer. Und was ihr zuerst reinmacht, ist ja erstmal nicht so wichtig. Das Frontlautsprechersystem wird euch einen Haufen Spaß machen. Zusätzlich jetzt noch der Subwoofer, sowieso mega, wenn ihr das originale Lautsprechersystem drinnen lassen wollt und nicht diesen Aufwand hier machen möchtet, wobei der Aufwand gar nicht so arg groß ist. Einen Nachmittag mal Zeit nehmen, ein Bierchen dazu und wer kein Bierchen trinkt, der halt vielleicht so ein Saftgetränk. Und dann habt ihr einen riesen Spaß. Oder ihr macht einfach zum originalen Lautsprechersystem den Subwoofer mit rein, dann schaut ihr euch das andere Video an. Aber jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt haben wir euch gezeigt, wie das alles im Fabia 5J zu ergänzen ist, dass auch dieses Fahrzeug sich auf lange Strecke wohl befahren lassen kann. Oder ist es richtig ausgedrückt? Und jetzt machen wir aber doch noch gleich den Subwoofer dran, um mal einen anderen Soundcheck zu machen. So, und das Ganze jetzt mit Subwoofer, für alle, die das erste Video nicht angeschaut haben. Da schauen wir mal, was hier so geht. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. You're the one I trust. Ich würde mal sagen, der Unterschied ist deutlich zu hören und rundet das System komplett ab. Und wenn ihr eure Anlage auch mal richtig komplett abrunden wollt, aber kein Fabia 5J fahrt, sondern ein anderes Fahrzeug, dann bleibt doch einfach am Ball, abonniert unseren Kanal, klickt die Glocke, lasst ein Abo da, ein Like da lassen, einen Kommentar rein, alles was ihr könnt, haut es doch einfach mal rein, weil es gibt bestimmt ein nächstes Video, wo vielleicht auch dein Fahrzeug mit dabei ist. Danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal, euer Olli.